Makale, Nanda Unga Nande, Andu. Kumars Reactions. Willkommen zurück. Heute haben wir etwas mehr Politisches, ein bisschen mehr Informationslastiges, aber doch sehr Interessantes. Andu, willst du uns mal ein bisschen erzählen, um was es geht? Gern, ja. Aber bitte korrigiert uns auch sonst in den Kommentaren, wenn wir da irgendetwas ein bisschen falsch recherchiert haben. Dort schauen wir Bitte, den ja. Trailer zum Film Talavi. Und dort geht es um die sogenannte Iron Lady. Also es gibt ja auch eine englische Iron Lady, Margaret Thatcher, aber es geht um die tamilische Iron Lady. Und es ist der Film Talavi ist so eine Verfilmung über ihre politische Tätigkeit. Sie beim Namen Jayalalitha. Und sie ist im Jahr 1948 geboren und in einer Mittelschichtfamilie aufgewachsen. Sie war sehr gescheit und hat im Tamil Nadu Rank eine Goldmedaille für ihre schulischen Leistungen gewonnen. Und wegen Geldproblemen hat sie dann aber ihre Schule abbrechen und hat dann darauf aber angefangen Schauspielern. Mit 13 hat sie dann ihren ersten Film gedreht, mit 16 hat sie dann ihre erste Hauptrolle gehabt in einem englischen Film. Insgesamt hat sie über 140 Filme mitgeschauspielert und hat etwa 27 Awards gewonnen. 1981 hat ihr ehemaliger Mitschauspieler und Chief Minister oder dazumals aktueller Chief Minister von Tamil Nadu sie in die Politik gebracht. Und was nachher passiert ist, ist halt der Inhalt eigentlich vom Film. Das Einzige, was wir noch wissen, ist, dass sie dann mit 68 im Jahr 2016 im Amt verstorben ist. Zu dem Zeitpunkt ist sie bereits 6-mal Chief Minister von Tamil Nadu gewesen. Was schnell? Ja. Ja. Aha. Oh, sicher. Okay. Ja, ist gut. Ja. Okay, danke. Okay, Freunde, wir haben hier gerade eine spezielle Nachricht reinbekommen. Und zwar, dass jetzt die ersten Wahlen nach dem Tod von der Amma jetzt dann demnächst stattfinden. Und das ist noch recht interessant, weil die Rivalenpartei macht auch mit. Sie ist halt auch bekannt durch ihre ehemalige sehr charismatische Führer oder Anführer, der Karunanidhi. Er ist auch verstorben, und zwar im Jahr 2018. Und momentan ist es eben so, dass die Amma und Karunanidhi haben sich seit 1969 als CM immer abgewechselt in der Politik. Und da jetzt beide verstorben sind, herrscht momentan so ein bisschen ein politisches Vakuum, weil momentan hat man oder findet man keine so charismatische Leaders, wo die beiden ersetzen könnte. Also momentan kommt jetzt, glaube ich, eine recht spannende Zeit auf uns zu. Ähm, ja, aber gut, kommen wir jetzt zum Film. Der Film heißt Talavi, das bedeutet Anführerin, für die, die es nicht gewusst haben. Und ja, es ist eigentlich ein Film vom ALBJ. Er ist von ihm gedreht worden und der Film ist eigentlich gleichzeitig auch in 3 Sprachen gedreht worden, und zwar Tamil, Telugu und Hindi. Das finde ich noch recht interessant, dass nicht nur einfach übersetzt wird, sondern gerade in 3 Sprachen gedreht wird. Dann zu den Schauspielern kurz. Kangana Ranaut verkörpert Jayalalitha und es ist ihr zweiter tamilischer Film. Der erste ist, glaube ich, Dan Dung gewesen. Genau. Dann der Arvind Swamy stellt MJR dar und der Nassar spielt der Karunanidhi, also der ehemalige charismatische Anführer von der Rivalenpartei. Purna stellt Sasikala, die ehemalige Kollegin von der Amma dar, wo auch gerade aus dem Gefängnis gekommen ist und also entlassen worden ist. Bitte sagt uns noch genau, wie sie überhaupt ins Gefängnis gekommen ist, weil da haben wir jetzt gerade nichts Spezielles gefunden, aber es würde uns noch recht interessieren, also könnt ihr es einfach schnell in den Comments oder so schreiben. Das wäre noch mega cool. Ja, und dann nebenbei gibt es noch andere weitere Stars im Cast, wo wir jetzt einfach nicht näher drauf eingehen, weil wir müssen ja dann schlussendlich nur einen Film schauen. Aber nicht zu vergessen ist, wie bei den meisten Filmen vom ALVJ, ist der Music Director der G.V. Prakash
Und ja, kleiner Fun Fact, er ist der Neffe von A.R. Rahman und den kennen wir ja auch schon aus Filmen wie zum Beispiel Cobra und so. Der Film kommt am 23. April dieses Jahr noch raus. Also ja, wird er released und da sind wir gespannt. Also Andrew, was meinst du? Ich glaube, wir haben jetzt unsere Community genug lang gelangweilt mit diesen Facts. Ja. Gehen wir mal in den Film rein. Ja, safe. Okay, gut. Also. ஜெயா ஒரு சினிமாக்காரியை வச்சு எங்களுக்கு அரசியல் சொல்லி கொடுக்கறதுங்கிறது இது ஆம்பளைங்க உலகம். ஆம்பளைங்க தான் ஆளணும். ஒரு பொம்பளை கையில கட்சியை கொடுத்து பின்னாடி நிற்கிறோம். மக்கள் ஜெயாவை தான் அவரோட அரசியல் வாரிசா பார்க்குறாங்க. மாஸ்டர் ரெடி, கிளாப்பிங், ஸ்டார்ட் கேமரா. பிரமாதம் சார், பிரமாதம் சார். ஒன் ஸ்டில் ப்ளீஸ். இந்த மக்களுக்கு தான் செய்யணும். புது வாழ்க்கைக்கு வா. இத்தனை பேரை ஆடி சந்தோஷப்படுத்துறது புது வாழ்க்கை இல்லையா? அரசியலுக்கு வா. Ist er. Weißt du, nur dass ich es jetzt im Kontext verstehe. Also, sie haben ja dort die Szene gehabt mit. Sie ist so Cleopatra-mäßig, sag ich jetzt mal, angelegt gewesen. Und er ist auch irgendwie so. Er ist der. Also, der sie die Politik jetzt gebracht hat, oder? ich hätte jetzt vermutet, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Da können wir eigentlich noch kurz unsere Zuschauer dann mal fragen, wer das jetzt genau war. Aber ja, auf jeden Fall, eben Ja. die Szene ist ja wahrscheinlich von einem Film gewesen. Oder wir sind ja beide Ja, genau, ja. Eben darum. Er war schon Mitschauspieler gewesen. So. Ja, voll, voll. Also ich nehme es an, es würde halt vom Kontext Sinn machen, ja. Ja. உன்னை ஜெயிக்கணும்னு நினைக்கிற அளவுக்கு நீ ஒன்றும் பெரிய ஆள் இல்லை. நேற்று பெஞ்ச மலையில் முளைச்ச காளான் ஆலமரத்தை அசைக்க பார்க்காத. யாரு காளான் யார் ஆலமரம்னு காலம் பதில் சொல்லும். Madam Prime Minister, if you give an ounce to Tamil Nadu, it will give you back a pound. I didn't know South Indians can speak such good English. I also didn't know North Indians can understand such good English. No front. மகாபாரதத்துல பாஞ்சாலிக்கும் இதேதான் நடந்துச்சு. அவ புடவையை இழுத்து அவமானப்படுத்தின கௌரவர்களோட கதையை முடிச்சு கூந்தலை முடிச்சு சபதத்தை முடிச்சா. அந்த மகாபாரதத்துக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, ஜெயா. உங்களோட வெற்றி ஒவ்வொரு தமிழ் பெண்ணோட வெற்றி. எனக்கு அரசியல் வேண்டாம். இந்த தேர்தலை பணபலத்தால மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியும்னு நினைக்கிற யாரும் எனக்கு தேவையில்லை. இது போர், மக்களுக்கான போர். உயிர் போற வரைக்கும் போராடுவோம். நீ மக்களை விரும்பினா மக்கள் ஒன்று விரும்புவாங்க. அது அரசியல். என்ன அம்மாவா பார்த்தீங்கன்னா என் இதயத்தில் உங்களுக்கு இடம் இருக்கும். என்ன வெறும் பொம்பளையா பார்த்தீங்கன்னா Okay, okay. Intens, Mann. Mhm. Intens. Aber es sieht Wow. wirklich interessant aus, muss ich sagen. Mega, ja. Mega. Vor allem, weil er so der Aspekt von, ja, eben, was haben sie am Anfang gesagt? Ja, you're not worthy because you're a woman, irgendwie so etwas. Er ist ja eigentlich genau. brandaktuell. Oder? Mega. Ja, voll. Das ist So. wirklich brandaktuell, so wie die ganze Welt. Ja, ja. Weißt du, ich muss dann auch schauen, wann ist das echt gewesen? 1981 schon. Okay. Ja. So viel weiter sind wir jetzt auch nicht gekommen. Ja, voll, gell, sag ich. Schade. Aber es sieht wirklich mega interessant aus.
recht heftig, oder? Mhm. Bei so Sachen ist es halt immer noch interessant, so ein bisschen zu wissen, okay, die Produzenten von dem Film, oder? Zu wem tendieren sie mehr? Oder? Weil du kannst ja Sachen in einem Film sehr glorifizieren, ausschmücken, gut darstellen oder nicht. Und das ist immer so ein bisschen das, was ich mich frage bei so politischen Filmen, wo halt ja, vielleicht mit guten Gründen auch so ein bisschen Licht, in einem guten Licht gerückt werden. Aber es kann halt eben auch ein bisschen die andere Seite sein, oder? Dass so ein bisschen, ja, vielleicht so Sachen zu schön oder zu krass dargestellt werden, die vielleicht nicht so gewesen sind. Also nicht, dass ich es irgendwie nicht glaube, überhaupt nicht, oder? Ich kenne mich viel zu wenig aus, aber da könnt ihr wahrscheinlich sehr viel mehr darüber sagen oder kommentieren. Aber das ist immer so ein bisschen ein Punkt, den ich noch interessant fände, so ein bisschen zu wissen, oder? Die den Film produziert haben oder auch die Schauspieler und so, zu welcher Seite tendieren sie mehr. Aber ja, cooler Film. Also der Trailer sieht mega geil aus. Aber so ist halt Politik, oder? In gewissen Arten auch. Du wirst ja nie eigentlich alle haben, die dahinter stehen. Was mich jetzt da auch noch ein bisschen interessiert hat, was wir vielleicht im Nachhinein auch noch schnell recherchieren, was sie eigentlich, also weißt du, für was dass sie jetzt so genau eingestanden ist, was so ihre Werte so ein bisschen sind. Ich meine, also logisch, weißt du, so Einheit, Frieden, pipapo, das ist ja eigentlich, das sagt ja kein Politiker nein, aber die Frage ist, wie, oder? So. Ja, genau, das ist ein guter Punkt, so die Mittel, oder? Ja, aber das ist, denke ich, relativ ein schwieriges Thema generell, zum so mega, ja, natürlich. In so einem Film auch zu festhalten, oder? Voll, ja. Aber es sieht vielversprechend aus. So. Ja, genau. Ja, das definitiv. Wir haben uns noch kurz mit der Frage so ein bisschen befasst, ja, Tamil Nadu, wieso ist das so wichtig, die Region und alles. Einfach so ein paar Facts nebendran. Die Region Tamil Nadu ist, glaube ich, die Region in Indien mit dem zweitgrößten BIP, also Bruttoinlandprodukt, das ist halt schon sehr wichtig. Und wenn man es jetzt ein bisschen mit der Schweiz vergleicht, so von der Einwohnerzahl her und Fläche und so, bei Tamil Nadu, die haben, glaube ich, jetzt muss ich ganz schauen, um die 72 Millionen Leute in dieser Region, also für Schweizer Verhältnisse recht gross, oder? Wir mit unseren 8,5 Millionen. Und von der Fläche her ist, glaube ich, auch, ja, es ist halt so ein random Fact, 130.000 Quadratkilometer, wobei es bei der Schweiz 41.000 etwa ist. Also es macht schon Sinn, dass das etwas ist, wo sehr wichtig auch für ganz Indien sollte sein, oder? Weil es ist eine Region, die wirtschaftlich wichtig ist und okay, jetzt eben zu der Schweiz verglichen natürlich mega gross ist, flächenweise wie auch Einwohnerzahl. Ja, von der Einwohnerzahl ist ja, ich sage jetzt mal, ähnlich zu Deutschland schon fast. Von der Einwohnerzahl? Ja, voll. Ja, und also etwa 10 Millionen und dann ist es ja, voll. Also schon. Es ist schon gross. Ja, es ist schon massiv, ja, definitiv. Eben, das ist richtig krass. Okay, ja, und du. Ja, irgendwo haben sie noch so ein Wort, so eine Referenz benutzt. Gehen wir schnell schauen, im Film noch kurz. Ja, genau. Ist es eigentlich normal, dass die dort so fighten? Ich glaube es nicht. Wahrscheinlich nicht, nein. Wahrscheinlich nicht, jawohl. Aber es muss halt ein bisschen eskalieren, ein bisschen Action reinkommen. Ja. Also vielleicht schon eigentlich Fight. Mahabharathathile Ja, genau das. Panjaliku. Was ist das? Mahabharata? Mahabharata, even Panchali experienced something similar. Das übersteigt jetzt mein Wissen an Kontext. Ja, mein auch. Ja, das können wir vielleicht nachher noch ein bisschen nachschauen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte noch wichtig sein. Aber das müssen wir, glaube ich, nachschauen. Okay, gut. Ja, gehen wir zu der Bewertung. Voll. Willst du anfangen? Ladies first. Ja, voll. Ich glaube ja, ich glaube, es ist etwas sehr Wichtiges momentan dort, oder? Etwas, wo einiges kann entscheiden, weil es geht um eine wichtige Region in Indien. Der Film an sich ist, es hat so einen gewissen Action-Aspekt. Denn es ist sehr halt
bewegend. Ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen ich glaube, so leichte Goosebumps bekommen, wo sie sich halt so ein bisschen behauptet hat, als Frau, oder, in so einer Community. Und ja, ich denke, es ist sehr interessant. Vor allem, es ist halt sehr, also brandaktuell, auch mit den Themen allgemein und jetzt auch mit den Wahlen, die wir am Anfang auch kurz besprochen haben. Ich glaube, ich gebe einem Film, bin zwischen 7 und 8. Ich glaube, ich mache mal 7. Ich gebe es Okay. 7 einfach. Ja. Ich bin eigentlich easy Fan von so Biopics. Also weißt du, so Biografie einfach halt als Video. Finde ich mega nice. Ist irgendwo durch halt mega inspirierend auch irgendwo durch so. Das ist jetzt gerade noch so etwas, was mir eingefallen ist. Also eben, es ist ja jetzt bald mal die Wahl und der Film kommt raus und stellt ja in dem Sinn sie ja schon als Hero da, genau, ja. Ob das quasi wie ein bisschen geplant ist für die Wahl, weißt du jetzt zum Beispiel bei den amerikanischen Wahlen letztes Jahr ist, glaube ich, auch eine Woche vorher ist der neue Borat-Film rausgekommen, wo halt die Republikaner komplett hops genommen hat, oder? Ist vielleicht ein bisschen anderes Level, vielleicht ist es auch ein bisschen Zufall, vielleicht auch nicht. Man weiß es nicht genau. Nichtsdestotrotz, mit dem habe ich nichts zu tun. Ja. Mega geile Gedanke, aber. Also Ja. wirklich, ja, natürlich. Also der Zufall wäre vielleicht fast ein bisschen zu groß, Ja. was kurz vorhin ist, aber ja, natürlich. Ich glaube schon, dass das auch eine Rolle kann spielen, oder? Nichtsdestotrotz, eben wie gesagt, der Film macht mich eigentlich relativ stark an. Ich gebe mal ein 8, hätte ich jetzt gesagt. Wenn nicht sogar. Nein, ein 9. Doch, ein 9. Nice, okay, okay. Ja, alles klar. Ich glaube, das wäre es wieder mal gewesen für die Woche. Danke vielmals fürs Reinschauen, danke für Kommentare, für die Likes, alles, Abos. Wir sind immer dankbar, eben vor allem auch das Wissen, das ihr uns mitgeben könnt als Community, weil wir sind da zum Teil halt auch ein bisschen begrenzt, noch nicht so viel Ahnung und so, aber das wisst ihr ja schon längstens. Aber wir kommen, glaube ich, Schritt für Schritt so klein. Jawohl, also in dem Sinn, Nandrin Aberkalai und bis zum nächsten Mal bei Nandu und Andu. Kumars Reactions. Ciao zusammen. Peace.